Überall auf dem Bildschirm Text, Text und noch mehr Text. Fast wie ein Samurai-Schwert durch Baum schneidet. Und so sehen wir jetzt aus. Die heutigen sind kurz gesagt einfach verrückt. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Willkommen zu Teil 3 meiner Culture-Shock-Reihe. Auch dieses Mal nehme ich euch mit in den japanischen Alltag und erzähle von unerwarteten Überraschungen aus der Sicht einer Japanerin, die inzwischen in Deutschland lebt. Obwohl ich in Japan aufgewachsen bin, gibt es immer wieder Dinge, die mich verblüffen. In diesem Video erfahrt ihr die letzten 6 weiteren Kulturschocks, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Bleibt also bis zum Ende dabei, wenn ihr mehr über die Unterschiede zwischen Japan und Deutschland erfahren wollt. Dann, los geht's! Erstens, dünnes Toilettenpapier und Taschentücher. In Japan sind Papierprodukte wie Toilettenpapier und Taschentücher deutlich dünner als die man aus Deutschland kennt. Wer schon einmal in Japan war, hat sicherlich bemerkt, dass diese Produkte etwa halb oder sogar 1/3 so dünn sind wie die deutschen. Es ist so dünn, dass die Hände nass werden können, wenn man sich die Nase putzt. Auch das Toilettenpapier ist so dünn, dass man mehrere Lagen verwenden muss, um sicherzugehen, dass die Hände sauber bleiben. Es ist so zart, dass es problemlos mit einer Hand oder sogar einem Finger zerreißen werden kann, fast wie ein Samurai-Schwert durch Baum schneidet. Doch diese Feinheit hat auch ihre Vorteile. Die Japaner legen generell viel Wert auf Weichheit, sei es bei Taschentüchern, Tofu, Brot oder sogar in der Atmosphäre und bei Anime-Charakteren. Besonders bei Taschentüchern wird diese Vorliebe deutlich. Sie sind außergewöhnlich weich und daher perfekt für Menschen mit empfindlicher Haut oder Heuschnupfen. Für diese gibt es sogar speziell noch weichere Varianten, die Hautirritationen an der Nase verhindern sollen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich im Gegenteil überrascht von der Dicke des Toiletten- und Taschentuchpapiers. Mittlerweile empfinde ich das dünne Papier aus Japan manchmal als umständlich. Zwar fühlt sich das weiche Toilettenpapier angenehm auf der Haut an, aber es war auch so dünn, dass ich Sorge hatte, meine Hände könnten schmutzig werden. Dadurch könnte die Länge des Toilettenpapiers, das in Japan auf einmal verwendet wird, länger sein. Zweitens, größere Spülbecken und Waschbecken in Japan. Die Waschbecken in Japan sind sowohl in der Küche als auch im Badezimmer deutlich größer als die in Deutschland, besonders in Einfamilienhäusern. In japanischen Häusern gibt es sogenannte System Kitchen, die standardisierten Küche mit großzügigen gestalteten Spülbecken beinhalten. Der Grund, warum diese Spülbecken so groß sind, liegt darin, dass Spülmaschinen in Japan weniger verbreitet sind als in Deutschland. Die großen Becken sind ideal für das manuelle Abwaschen von Geschirr, was in Japan üblich ist. In deutschen Haushalten hingegen sind Spülmaschinen oft größer und weit verbreitet, weshalb die Spülbecken meist kleiner ausfallen. Zwar findet man auch in modernen japanischen System Kitchen kleine Spülmaschinen, jedoch sind diese nicht so geräumig wie die deutschen Modelle. Zudem besitzen viele japanische Haushalte zwar eine Spülmaschine, nutzen diese jedoch eher selten. Ich persönlich finde die größeren japanischen Spülbecken äußerst praktisch. Viele Modelle verfügen über moderne Wasserhähne mit ausziehbaren Schläuchen, was die Reinigung erheblich erleichtert. Ausziehbare Wasserhähne sind aber auch in Deutschland erhältlich. Auch die Waschbecken in Japan-Badezimmer sind größer und multifunktional. Häufig sind sie mit einem Wasserhahn ausgestattet, der ebenfalls einen ausziehbaren Schlauch besitzt. Diese Waschbecken sind in der Regel Teil einer praktischen Einheit. Sie bestehen aus einem geräumigen Becken, einer Schublade zur Aufbewahrung und einem dreiseitigen Spiegel, hinter dem sich zusätzlich Stauraum verbirgt. Ein Nachteil der Systemküchen und Systemwaschbecken ist, dass sie in fast allen Haushalten ähnlich aussehen. Aber sie sind äußerst funktional und günstiger, da sie nicht aus individuell gefertigten Einzelstücken bestehen müssen. Drittens, moderne Prickler.
Purikura, die Abkürzung für Print Club, bezeichnet in Japan beliebte Fotoautomaten, die speziell für kreative und unterhaltsame Erinnerungsfotos entwickelt wurden. Sie kombinieren die Funktion eines klassischen Fotoautomaten mit digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten und die Bilder können direkt ausgedruckt werden. Sie sind besonders bei jungen Leuten und Freundesgruppen beliebt. Als ich in der Mittel- und Oberschule war, habe ich oft Purikura mit meinen Freundinnen oder meinen damaligen Freund gemacht. Damals waren die Fotos im Vergleich zu heute noch recht natürlich. Seitdem sind mehr als 15 Jahre vergangen. Nani? Die heutigen Purikura sind kurz gesagt einfach verrückt. Man kann Gesichtszüge so stark anpassen, dass man am Ende aussieht wie Anime-Charaktere oder als hätte man sich einer Schönheitsoperation unterzogen. Während unserer letzten Japanreise haben wir zum Spaß ein Purikura gemacht und so sehen wir jetzt aus. Die Gesichter meines Mannes und meiner Tochter habe ich verpixelt, um unsere Privatsphäre zu schützen. Doch selbst die Umrisse des Gesichts meiner 1,5-jährigen Tochter wurden stark schlanker gemacht. Ja, auch bei mir. Das europäische Gesicht meines Mannes war besonders schlimm. Es wurde so extrem bearbeitet, dass er kaum wieder zu erkennen war. Ehrlich gesagt hat es mich ein wenig traurig gemacht, denn ich sah auf den Fotos so viel jünger und schöner aus als in der Realität. Heute kann man mit Purikura sogar die Farbe von Augen und Haaren verändern. Ich habe dabei nicht nur einen Generationsunterschied gespürt, sondern auch das Gefühl, dass die Zeit irgendwie aus dem Fugen geraten ist. Mit den modernen Purikura komme ich einfach nicht mehr klar. 4. Sinn für Ästhetik. Bei meinem letzten Besuch in Japan war ich erneut beeindruckt vom ausgeprägten ästhetischen Bewusstsein der Japaner. Obwohl ich in Japan geboren und aufgewachsen bin, sehe ich das Land inzwischen teilweise mit den Augen einer Touristin. Dadurch nehme ich Details wahr, die mir früher selbstverständlich und etwas negativ erschienen und empfinde das hohe Niveau des ästhetischen Empfindens in Japan als besonders positiv. Beispiel dafür ist die Vielfalt an Angeboten in den Bereichen Wellness, Kosmetik und Mode. Japan hat eine beeindruckende Auswahl an Hautpflegeprodukten, insbesondere an Gesichtsmasken, die für ihre hohe Qualität bekannt sind. Während es auch in Deutschland Gesichtsmasken gibt, bevorzuge ich persönlich japanische oder koreanische Produkte. Besonders die deutschen Masken, bei denen die Creme direkt auf das Gesicht aufgetragen wird, mag ich weniger. Auch in Sachen Make-up fällt mir immer wieder auf, dass japanische Frauen großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen. Viele bevorzugen eine weiße Haut und sehen Make-up als festen Bestandteil ihres Alltags, besonders im Berufsleben. Dort gilt es oft als unhöflich, ohne Make-up zu erscheinen, da dies als mangelnde Professionalität interpretiert werden könnte. Gepflegtheit hat also in Japan einen hohen Stellenwert. Während meiner Japanreise war ich fasziniert, wie stilvoll viele Japanerinnen und Japaner im Alltag aussehen. Ich nutze solche Besuche gerne, um Kleidung zu kaufen, denn ich habe den Eindruck, dass Mode in Japan auch besonders ästhetisch und geschmackvoll ist, auch wenn kulturelle Unterschiede den Stil beeinflussen. Eine Sache, die mir in Bezug auf Mode aufgefallen ist: in Japan tragen deutlich mehr Frauen Röcke als in Deutschland. Es ist schwer, das zu verallgemeinern, da sich die Trends in Japan jedes Jahr ändern, aber als ich im Dezember 2024 dort war, schienen lange Röcke und Kleider besonders angesagt zu sein. Natürlich habe ich mir auch ein paar gekauft. In Deutschland ist mein Lebensstil deutlich weniger von Mode geprägt. Während ich in Japan viel Zeit und Geld in Kleidung und Schönheitspflege investierte, hat sich mein Fokus in Deutschland verändert. Es ist nicht ungewöhnlich für mich, vor allem im Winter fast ausschließlich schwarz zu tragen. Als Mutter eines kleinen Kindes achte ich heute mehr auf Funktionalität als auf modische Kleidung.
Bequeme, praktische Outfits, die auch schmutzig werden dürfen, stehen im Vordergrund. Die Zeit, die ich früher für meine Schönheitspflege aufwendete, nutze ich jetzt lieber für mehr Schlaf oder meine Arbeitszeit. Während meines Japanaufenthalts, als meine Eltern mich verwöhnten, konnte ich mich endlich wieder mehr mit meiner Ästhetik beschäftigen. Es wurde mir bewusst, wie sehr sich meine Prioritäten verändert haben und wie wenig Raum der Sinn für Ästhetik jetzt in meinem deutschen Alltag hat. 5. Besondere Parkkultur und schnelles Fahren. Ich habe sowohl in Japan als auch in Deutschland viel Erfahrungen mit dem Autofahren und seit ich in Deutschland unterwegs bin, sind mir einige interessante Unterschiede in der japanischen Autokultur aufgefallen. Erstens, in Japan parkt man bevorzugt rückwärts ein. Das ist nicht nur auf privaten Parkplätzen zu Hause üblich, sondern auch in Parkhäusern und öffentlichen Parkflächen. Vorwärts einparken sieht man in Japan eher selten und paralleles Parken kommt fast gar nicht vor, außer gelegentlich an Seitenstreifen von Bergstraßen. Da manche japanische Straßen im Vergleich zu Deutschland deutlich schmaler sind und das Parken am Straßenrand oft verboten ist, nutzt man beim Einkaufen oder für andere Erledigungen in der Regel öffentliche Parkplätze. Ein weiterer auffälliger Unterschied ist, dass viele Autofahrer in Japan nach dem Parken die Seitenspiegel einklappen. Ich habe das auch automatisch gemacht, wenn ich irgendwo geparkt habe. Obwohl die Parkplätze in Japan nicht besonders eng wirken, dient das Einklappen dazu, den Durchgang zwischen den Autos zu erleichtern und Beschädigungen der Spiegel zu vermeiden. Jetzt ein Themenwechsel vom Parken zum Fahren. Ich habe den Eindruck, dass Japaner tendenziell schneller fahren als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Natürlich überschreiten auch in Deutschland manche Fahrer das Tempolimit um 5 oder 10 km/h, vor allem in 50er-Zonen. Allerdings gibt es in Deutschland klare Verkehrsregeln wie zum Beispiel Rechts-vor-Links-Prinzip und Lärmschutzregelungen auch ohne extra Beschilderung. Außerdem sorgen viele Blitzer dafür, dass sich die meisten an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, so zumindest mein Eindruck. In Japan hingegen sieht man auf normalen Straßen weniger Blitzer. Zwar gibt es mobile Geschwindigkeitskontrollen oder Polizeikontrolle am Straßenrand, aber sie sind seltener als in Deutschland. Auf Autobahn hingegen findet man in Japan deutlich mehr feste Blitzer. Ich habe auch das Gefühl, dass die gesetzlichen Höchstgeschwindigkeiten in Japan generell niedriger ausgesetzt sind. Während man in Deutschland auf einspurigen Hauptstraßen oft mit 70 bis 100 km/h fahren darf, ist es in Japan eher selten, wenn nicht sogar unmöglich, auf einer einspurigen Straße eine zulässige Geschwindigkeit von 100 km/h zu erreichen. Nur auf Autobahnen und einigen mehrspurigen Straßen in Japan liegt das Tempolimit hingegen oft bei 80 oder mehr als 100 km/h. Ein weiteres Phänomen. Viele Japaner neigen dazu, bei gelben Ampeln noch schnell zu beschleunigen. Da es in Japan im Gegensatz zu Deutschland kaum Kreisverkehr gibt, wird der Verkehr hauptsächlich durch Ampeln oder Stoppschilder geregelt. Auf kurzen Strecken kann das ständige Anhalten an roten Ampeln ziemlich zeitaufwendig sein. Deshalb versuchen viele noch schnell mitzuziehen, bevor die Ampel auch rot schaltet. Diese Beobachtung habe ich vor allem in ländlichen Gebieten von Osaka gemacht. Das Fahrverhalten kann aber je nach Region unterschiedlich sein. Übrigens, ich habe schon mal ein ausführliches Video über 20 Unterschiede zwischen japanischen und deutschen Autos, Straßen und dem Fahrverhalten gemacht. Falls ihr euch für das Autofahren in Japan oder Deutschland interessiert, schaut gerne rein. 6. Japanisches Fernsehen. Der letzte Kulturschock betrifft japanisches Fernsehen in Japan. Habt ihr jemals japanische Fernsehsendungen gesehen? Die Auswahl ist riesig, von Unterhaltungsshows über Nachrichten und Reisesendungen bis hin zu Dramen- und Musikshows. Doch der größte Kulturschock, den ich in diesem Bereich erlebt habe, betrifft die japanischen Unterhaltungssendungen.
Erstens zeichnen sich japanische TV-Programme durch eine auffällige Effekthascherei aus. Überall auf dem Bildschirm Text, Text und noch mehr Text. Zwar trifft das nicht auf alle Sendungen zu, aber oft sind Untertitel direkt ins Bild integriert, ohne dass der Zuschauer sie aktivieren muss. Ein weiteres typisches Merkmal ist das kleine Fenster in der oberen Ecke, in dem das Gesicht eines Kommentators oder Gastes eingeblendet wird, während er oder sie auf das Geschehen reagiert. Dazu kommen knallige Farben, Hintergrundmusik und eine Vielzahl an Soundeffekten. All das macht das japanische Fernsehen zu einem regelrechten Sinnesrausch. Wer an deutsche TV-Programme gewöhnt ist, erlebt beim Anblick japanischer Sendungen und Werbungen einen echten Kulturschock. In den japanischen Werbungen tanzen oft erwachsene Schauspieler und die Inszenierung ist auffallend übertrieben und energiegeladen. Ich glaube, dass viele Menschen denken, die an deutschen Fernsehprogramme gewöhnt sind, dass japanische Fernsehprogramme laut sind und es nur wenige Talkshows gibt. Letztendlich ist es Geschmackssache, aber ich persönlich bevorzuge das japanische Fernsehen. Natürlich spielt dabei eine Rolle, dass ich mit der Sprache und Kultur vertraut bin, aber ich finde japanische Unterhaltungsshows einfach unterhaltsamer. Ich mag aber nicht alle Unterhaltungsshows. Ich mag Unterhaltungsshows von Reisen, lokale Vorstellungen wie Essen sowie Menschen und so weiter. Als ich das letzte Mal in Japan war, hatte ich eigentlich andere Pläne, als fernzusehen. Aber wenn der Fernsehen lief, konnte ich einfach nicht wegsehen. Oh nein. So, das war's heute mit dem Video. Das waren meine letzten 6 Überraschungen in Japan. Insgesamt habe ich euch 20 Reverse Culture Shocks in Japan vorgestellt. Falls ihr Teil 1 und Teil 2 noch nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Es ist wirklich faszinierend, wie sehr man seine eigene Heimat mit anderen Augen sieht, nachdem man im Ausland gelebt hat. Was hat euch in diesem Video am meisten überrascht? Oder hattet ihr selbst schon unerwartete Erlebnisse in Japan? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schaltet bitte auch die Glocke ein, damit ihr keine neuen Videos oder Livestream verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video oder Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。